yes! Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem neuen Video. Wir haben hier eine Harley-Davidson Lowrider ST. Und zwar habe ich die Fatboy gefahren und gefragt, gibt es doch noch was mit mehr Schräglagenfreiheit? Und ja, dieses Baby hat Maximum Schräglagenfreiheit, soll auf jeden Fall uneingeschränkt fahren. Und man sieht schon, also ich bin jetzt tatsächlich schon 3 Tage damit unterwegs gewesen, aber sehr wenig gefahren. Es war Tomorrowland, deshalb Livestream überall gehört, an der Isar gegrillt und einfach ein mega geiles Wochenende gehabt. Also leider echt nicht zum Fahren gekommen und ich wäre super gern einfach eine kleine Bergstraße gefahren. Wir haben hier auf jeden Fall das komplett abgefahrenste Cockpit, das ich je in meinem Leben gesehen habe. Also zur Übersicht, das Ding ist, I don't know, 2 mal 6 cm groß. Darauf gibt es Tankstand, Geschwindigkeit, die Uhrzeit ist flexibel einstellbar und der aktuelle Gang. Hier unten sind noch ein paar Kontrollleuchten, ganz gemütlich zusammengefasst. Wunderschön, wenn man blinkt zum Beispiel, sieht man das hier. Echter Hit. Aktuell gibt es schon 2 Punkte im Stern. Erstens, hier gibt es einen mega geilen Luftfilter. Optisch hübsch. Wieso ein Luftfilter heiß wird, keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil er einfach am Motor angeschraubt ist. Aber die Hitze ist nicht das Problem. Man spürt es nur, wenn man mit der Hand drauf greift. Mein Schienbein stoßt permanent an diesem Luftfilter an. Das heißt, mein Fuß kann gar nicht in dem Weg auf der Raste stehen, wie er drauf sollte, weil mein Schienbein an diesen Luftfilter drückt. Also das ist echt sehr merkwürdig. Kann ich mir nicht ganz erklären. Wie man sowas konstruieren kann, würde ich auf jeden Fall sofort abreißen. Muss man irgendwas anderes finden. Und das zweite ist, also ich bin 1,78. Ich weiß nicht wieso, aber der Sitzwinkel ist irgendwie ungeil für meinen unteren Rücken. Also auf gut Deutsch, du sitzt eigentlich immer im Buckel da. Du kannst quasi gar nicht, du kannst sehr schwer, also du kannst dich jedes Mal auch selbst aufrichten. Aber wenn ich quasi mich aufrichte, irgendwas passt tendenziell für mich nicht mit der Sitzposition. Man sieht das auch, wenn man von der Seite aufs Bike schaut, dass der Arsch vom Vorderrad extrem weit weg ist. Ich glaube, das wird dann eine typische Harley-Sitzhaltung sein. Das sind die 2 Punkte auf jeden Fall, die mir bisher ins Auge gestoßen sind. Die Freundin hat tatsächlich gesagt, sie ist mega gut und super gemütlich draußen gesessen. Gästeanlage wieder verbaut. Ich finde, der Sound ist richtig laut und für mich auch richtig gut. Wie ich das Bike abgeholt habe, war es mir echt ein bisschen zu laut und ich bin eher im Medium- und im Leise-Modus gefahren. Ich hätte nie gedacht, dass das irgendwann mir mal passieren wird. Bike fährt sich super gut. Ich habe gehört, Harley-Davidson München West, vielen lieben Dank für das Bike erstens und für die ehrliche Meinung zum Bike. Also das Vorderrad ist eben auch sehr weit vorne. Normalerweise fährst du ja eher über dem Vorderrad, hier fährst du quasi hinter dem Vorderrad. Stört mich persönlich das? Nee, aber ich habe jetzt Punkt 3 wieder. Und zwar Punkt 3 ist wirklich, also ich finde, du fährst gut, du vertraust halt einfach, da vorne ist das Vorderrad und du haust dich trotzdem rein in die Kurve und fährt sich, also wieder mal Schwerpunkt sehr tief, sehr gemütlich zum Cruisen. Ich würde sagen, auf jeden Fall auch leichter und kurvengängiger als die Fatboy. Du hast im Leben gewisse Talente. Eins von mir, würde ich sagen, ist auf jeden Fall Reaktionsschnelligkeit und das Richtige in der richtigen Situation zu tun, sagen wir mal. Auffassungsvermögen. Danke. Und ich sehe hier absolut nicht die Straße vor dem Vorderrad. Also sagen wir, ich würde eine Bergstraße fahren. Du musst so ein bisschen aufs Blinde fahren, weil du ja nicht siehst, wo dein Vorderrad ist und was es gerade tut. Und du fährst jetzt eine Bergstraße und du hast tatsächlich irgendwo Rollsplit oder irgendwas, was vielleicht schmierig ist oder einfach vielleicht irgendwie eine Dose. Kann ja der geringste Müll sein, der dein Vorderrad gegebenenfalls vom Grip entlastet. Du siehst es nicht. Das heißt, du musst blind fahren. Das heißt, du musst gewissermaßen eine deiner Asskarten, die dir potenziell den Arsch retten können, aufgeben, beziehungsweise verschenken, beziehungsweise einfach ignorieren und sagen, yo, ist mir egal. Das Bike ist so geil, stört mich nicht. Und ja, ich würde wirklich sagen, ja, es ist auch zu einem gewissen Teil voll egal, weil du wahrscheinlich mit dem Bike super gemütlich unterwegs bist und in der Regel eher cruist. Und ja, wenn du einfach auf der Ebene cruist, ist das vollkommen egal. Und das stört niemanden. Und wenn du hier so geradeaus fährst, du siehst ja auch alles. Aber genau, irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, wenn ich da vorne nicht wirklich runter sehe, fühle ich mich definitiv unwohl. 30, gell? 30 Tempomat mag er noch nicht. Ich finde das echt ein spannender Test. Lustig, zum Glück bin ich die Africa Twin Probe gefahren. Da war das erste Mal, dass ich konfrontiert war
dass ein Tempomat nicht auf der Geschwindigkeit setzbar ist, die ich brauche. Okay, ich habe oft schon einfach gern 210 als Tempomatgeschwindigkeit gesetzt, aber das geht auch nicht, weil bei der S1000R damals war ich zum ersten Mal konfrontiert, es geht nur bis 190. Aber ja, andere Probleme. Ich muss echt sagen, dass eines der geilsten Features der KTM, du konntest den Tempomat auf jede Geschwindigkeit setzen, wenn ich mich richtig erinnere. Ich glaube, wir sollten den Heuschreck vielleicht mal rauslassen, weil sonst kriegt er hier noch Panik oder springt mir ins Gesicht. Das sind eigentlich so die 3 negativen Punkte, die mir aufgefallen sind. Wobei für mich 2 waren negativ und der dritte ist, naja, wenn du nichts siehst beim Vorderrad und das aber auf Rollsplit ausrutscht, ist es schon auch ein bisschen ungeil. Aber das ist ja ein theoretisch konstruierter Fall. Also genau, der dritte ist einfach optional, wo ich sage, okay, fühle mich da nicht so ganz wohl. Aber ja, kann man ja nichts machen. Wenn man dieses Bike in diesem Stil fahren will, ist es einfach so. Das muss wirklich auch spannend sein, weil ich ja gerade in Griechenland, Montenegro und Albanien unterwegs war. Wenn das ganze Bike so ein bisschen schmiert, weil du so am Ende auf den physikalischen Grenzen dieses Reifens und dieses Straßen, Asphalts und alles mögliche fährst und das Vorderrad schmiert ein bisschen, das Hinterrad schmiert sowieso. Und wie sich das mit diesen Verhältnissen anfühlt, spannend. Man hat hier 2 Koffer auf der Seite und das Krasse ist, die Koffer öffnen mit einer hydraulischen Feder, super smooth. Ich habe mich natürlich sofort gefreut und habe das meiner Freundin gezeigt. Und dann kommt meine Freundin und macht das bei der Seite, wo nicht der Ständer ist, also die rechte. Und genau, bei der rechten Seite ist die Schwerkraft natürlich dagegen, deshalb dort ist leider nicht automatisch aufgegangen. Auf der Seite, wo der Ständer ist, war das so ein geiles Gefühl. Ich ziehe echt diese Klappe hoch und das Ding öffnet sich einfach langsam, gleichmäßig hydraulisch. Ich dachte mir, jawohl, das ist schon was Fancyes. Dieses Täschchen hier echt aus Leder. Ich würde sagen, bestimmt Zubehör, aber echt abgefahren. Öffnet sich wie eine Pferdetasche von vor 200 Jahren. Muss man lieben, glaube ich. Aber ich glaube, dafür hast du ja die Harley. Ich weiß jetzt auch, wie man den Tank öffnet. Reindrücken und drehen. Dann öffnet sich zuerst und danach weiter drehen und das Ding rausdrehen einfach. Aber ihr könnt mir das gerne in die Kommentare beantworten. Ich würde denken, das ist nicht verschlossen, wenn das Motorrad abgesperrt ist. Oder erklärt mir das mal und ich schweige jetzt und fahre. Worauf ich auf jeden Fall achten muss, dadurch, dass das Vorderrad so weit vorne ist, musst du gegebenenfalls auch die Kurve ein bisschen anders anfahren und dein Vorderrad ist ja auch beim Reinlegen und so einfach an einer anderen Stelle. Aber ich finde, du kannst sehr dynamisch mit dem Bike fahren. Ich kann es mir nicht erkennen, wieso, aber ich finde das Lenkrad, oh, geile Straße. Also das Ding ist wirklich, also diese Zylinder, also bei diesem Bike, bei der Fatboy war alles so wie angeboren, ihr wisst schon. So sage ich auch, musst du ein Bike kaufen. Kein Witz, ich habe mich drauf gesetzt, alles hat gepasst. Kupplungssprung, Lenkerposition, Sitzposition, alles geil. Hier war das für mich schon ein bisschen anders. Im Sinne von Kupplungspunkt habe ich noch nicht so ganz drauf, aber das ist auch ein 117er Motor, also ich sage wieder mal genau 2 Liter, aber größer als der Fatboy Motor. So wie hier jetzt auch wieder, Traktionskontrolle hat sie definitiv auch keine. Dann untertourig auf Schotter losfahren mit 2 Liter und Kupplungspunkt nicht ganz im Griff, ist eine bisschen spannende Sache. Für mich war Fatboy wirklich sofort verliebt. Ich bin auch hier optisch, ich weiß nicht, ich finde sie ist wirklich schön. Auf den dritten Blick für mich. Auf den ersten Blick hat sie mich nicht so angesprochen, aber sie ist geil. Sie hat was auf jeden Fall. Und man verliebt sich jeden Tag so ein bisschen mehr, würde ich sagen. Also, das muss man schon so ein bisschen wirken lassen. Ich habe echt ein gutes Plätzchen gefunden.
Das ist diese Front am Anfang. Ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber hat was. Ich muss echt sagen, so im Gesamtbild finde ich sie schon sehr sexy. Der Blinker hier, also dass das legalitätstechnisch möglich ist, ist so der Wahnsinn. Habe sowas überhaupt noch nie gesehen. Hier einfach im Kennzeichen. Der Blinker ist echt klein, aber man muss wirklich auch sagen, er ist bei Tag aber wirklich auch sehr hell. Das ist abgefahren. Vorne ist auch wirklich mikro klein. Wäre auch wirklich spannend, ob das Zubehör ist oder original, kann ich euch leider nicht sagen. Okay, also vorne, ich würde sagen, eine Oma gegen die 70 Jahre sieht absolut gar nichts mehr. Ich bin bei Blinkern wirklich eher der bisschen größer Fan. Rettet dein Leben. Genau, also so hört sie sich ohne Klappe an tatsächlich. Ich finde, man hört den Motor wirklich auch sehr gut. Sehr angenehm im Gefühl. Ja, ich weiß nicht, so einfach im Kreis umdrehen hier. Ich glaube, der Radius wird es anbieten, aber wenn du mit dem Hoshi mitten in der Straße stehst und ihn nicht nach hinten bewegen kannst, ist es, glaube ich, ein kleines Nahe-Tod-Erlebnis. Aber man fühlt sich schon ein bisschen so, wenn man hier 6-mal auf und ab fährt, um jetzt für euch ein paar Aufnahmen zu machen und mal selbst ein bisschen zu genießen, dann bin ich mir nicht sicher, ob du nicht vielleicht irgendjemanden auf den Sack gehst. Ich kann die Geräuschkulisse echt schwer einschätzen. Und so wie hier auch, jetzt mit meinen Erfahrungen schon auf der Pan America, mit dem Seitenständer, sagen wir nach unten mit der Schnauze und mit der Seite hangabwärts, würde ich sie nicht hinstellen. Würde ich aber eigentlich jedes andere Bike, das ich kenne, hinstellen. Es ist mir sogar so noch ein bisschen ungeil. So, ist auf jeden Fall besser. Drohne habe ich keine dabei. Finde ich jetzt fast ein bisschen schade. Die Perspektive von oben ist schon noch immer ein bisschen geiler als von unten beim Vorbeifahren. Ich glaube, ich ziehe noch eine Zwischenschicht aus. Ist ja auch ein Wahnsinn, August. In der Früh hat es 12 Grad gehabt heute. Da hat es tagsüber wieder 30 Grad, aber in der Nacht hat es wieder 12. Angeblich, wir wollten in die Schweiz fahren, jetzt von Donnerstag bis Freitag. Bisschen Moped, bisschen campen. Aber das Ding ist, jetzt ist angeblich mega Unwetter angesagt. Donnerstag, Freitag wieder Regen. Das ist, glaube ich, einfach so ein Sommer. Man muss wirklich jede Minute genießen. Mega geiler Bock. Macht wirklich Spaß. Also ich muss wirklich allgemein sagen, bisher, ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, wie eine Harley fahrt. Es macht auf jeden Fall mega Bock, eine Harley zu fahren. Und also gönnt euch das Gefühl auf jeden Fall, das springt über. Und die Teile haben alle noch 100 PS. Aber der Hubraum ist enorm. Und ich vermisse sonst immer 5 PS. Fehlen mir. Aber durch diesen Hubraum und dieses Duckern und dieses Cruisen, mir fehlt echt gar nichts. Also es tut mir leid, liebes Haus Harley Davidson München West, für den Verschleif des Hinterreifens, nicht des Gasgebens wegen, sondern der Hinterradbremse. Also die ankert hier wie ein Schlappen. Bike stabil, Bike schwer. Kurzer Moment der Unruhe vielleicht, aber dann weiß man doch, dass es ABS hat. Hier auch festgehalten, kurz mal keine Traktionskontrolle, bin mir auch 100% sicher. Und ja, Bremswirkung, gut, schwer natürlich, schwer natürlich. Ich habe mich auch auf der Fatboy wohler gefühlt, aber wahrscheinlich eher wegen der ganzen Haltung. Aber muss man ja auch wirklich pro Bike einfach üben, um ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, wie es reagiert, was man vielleicht machen muss. Aber ist gut. Boah. Ja, also das ist wirklich so eine Sache bei solchen Bikes, aber das ist auch bei Supersportlern. Also deine Arme, dein Handgelenk und hier dein Körper muss es schon trainiert sein, ein Bike auf maximaler Bremswirkung runter zu bremsen, weil sonst schaffst du es echt nicht. Jetzt gehst du ein und musst aufmachen. Also Leute, immer schön trainieren gehen, damit ihr hier auch anständig bremsen könnt.
Also Bremswirkung sehr gut auf jeden Fall, ja. Sie wird einfach massetechnisch auch schwerer sein, aber habt ihr das gesehen, wie ich das mit dem Blinker schon drauf habe, ja? Also man spürt es überhaupt nicht beim Fahren, aber man spürt es beim Bremsen. Es gibt hier eine minimale Unruhe im Lenker vorn. Wenn man das hier macht, was ich gerade gemacht habe, einfach so ein bisschen links, rechts, und auch wenn du halt mal hart einlenkst, irgendwie bei ein paar aufeinanderfolgenden Kurven. Also ich würde sagen, wenn du so machst, weißt du? Also das Bike, es ist irgendwie sehr leichtgängig auf der Front. Also du kannst super gut lenken, alles perfekt. Es ist nett, es vermittelt dir nicht diese Bomben-Spurstabilität, wo du einfach sagst, egal was kommt, ich lenke hier links ein und der fährt. Also der Lenker ist einfach, also das Feedback des Lenkers ist einfach, er ist bombenhart in diese Richtung jetzt, sondern es ist so ein bisschen wackelig. Keine Ahnung, ich kann das schlecht beschreiben. Ich weiß auch nicht, ob das vielen Leuten auffällt oder ob das überhaupt jemanden stört. Es ist ein komplett anderes Gefühl, ob ich den Lenker jetzt so halte und einfach hier so geradeaus cruise oder ob ich halt damit Kurven fahre mit dem ganzen Bike. Ich glaube, es ist irgendwie wahrscheinlich dann der lange Radstand. Also man spürt irgendwas zwischen Vorderrad und deinem Arsch. Und I don't know, ob die Kurve vielleicht noch einen Zusammenhang haben, aber genau, es ist da ein bisschen locker. Aber auf keinen Fall, dass man sich irgendwie in der Spurstabilität eingeschränkt spürt. Es fährt trotzdem, fährt super. Vielleicht lieben das ja sogar Leute, dass es sich leicht anfühlt. Fahrwerk hier, keine Ahnung. Für mich gibt es wirklich gar nichts auszusetzen. Du sitzt hier drauf, es cruist, es ist komfortabel, es dämpft alles gut, es federt alles gut. Jawohl! Da geht schon was, Leute, da geht schon was. Was ich bei all diesen Bikes phänomenal finde, ist wirklich der niedrige Schwerpunkt und die Balancefähigkeit. Also wie das Ding langsam ruhig steht, also so quasi nahezu im Stand stehen. Wahnsinn. Also wirklich, ist mir bei der Fatboy auch aufgefallen, aber bei dieser auch. Also wirklich super gemütlich, super entspannt. Und ja, du kannst quasi im langsamsten möglichen Schritttempo damit fahren. Also wirklich der Wahnsinn. Wenn dir dein Vater schon als 8-Jähriger erklärt, man bremst vor der Kurve, aber niemals in der Kurve. Wie man so ist als Kind, habe ich mir die ganze Zeit gedacht, ja, du kannst doch auch in der Kurve bremsen. Du kannst am Fahrrad in der Kurve bremsen, du kannst am Auto in der Kurve bremsen. Also wieso? Wieso in der Kurve immer Gas? Vor der Kurve bremsen. Geil. Also ich muss echt sagen, nach diesen paar Kurven jetzt, also einfach hier mal Kochelsee, Walchensee, eine kleine Alpenrunde, Fernbass, wenn da vielleicht niemand ist heute. Boah, jetzt hätte ich Bock. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Ich muss das Mikro hier halten. Bin zu faul, den Magneten zu befestigen. Ride hard, ride safe. Man sieht sich. Bis bald.